Hallo, ihr Süßen und willkommen zurück beim Turing Test. Wir gucken jetzt mal, ob und wenn ja, wie wir hier weiterkommen. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Ja, ist logisch irgendwie, ne? So. Aha! We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the Moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's Moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Ja. Meine Güte. Ja. Schwierig, schwierig. Kann man hier noch einen machen? Hallo? Ich touche. Tim Touch. Tom, nicht Tim. Tom Touch. Tom Paris. Okay, nee. Okay, nee.
Kann man hier so? Nee. Kann man hier so? Ja. So. Jetzt muss ich theoretisch das da gegen die Kiste eintauschen, aber ich komme da unten gar nicht ran. Die Dinger sind halt immer auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, dass wenn ich darunter käme... Könnte ich nach da gehen und die Kiste rausholen, aber dann... Ja, wären wir halt stuck. Sind wir jetzt hier so auch irgendwie? Kann das da nicht rausholen? Ohne... Auch das da nicht rausholen. Ich brauche da 2 für die Tür. Also 1 dafür. Na gut, das kann ich ja wieder rausholen. Das heißt, wir müssen das zweite Ding hier irgendwie rausholen. Oder die Kiste. So. 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 Aha! Dum 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 Why dum. does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. In der Box durchs Fenster schmeißen, beweisen wir, dass wir außerhalb einer Box denken. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It
will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its created mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Sektor C26. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Okay, keine Ahnung. Wenn man die Kamera da, ich weiß nicht, was das mit der Kamera auf sich hat. Ob man die irgendwie, ja, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch hier noch nicht so weit. Oh. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es da drauf liegen bleibt, aber okay. Okay. Mann. Mir hier. Okay. Hör schon auf. Mach das ja. Ah, okay. Das heißt, es geht so oder so nicht. Alles klar. So. Kameras im Bad. Ah, okay. Oh nein, wir brauchen doch so ein grünes Ding. Wir kommen gar nicht von überall dahin.
Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Genau, die Box kann mich ja durchs Fenster werfen. I see. Aber wie kriege ich das Ding da hoch? Ah, so kriege ich das da hoch. Oh nein, das, okay. Falsche Reihenfolge, falsche Reihenfolge. Huch. Oh. Ist auf der richtigen Höhe? Oh, das müsste reichen. Tada! Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Musik ist gerade sehr hübsch. Hm. Hm. Mhm. Mhm. Mal ganz kurz meine Hand ein bisschen entspannen. So ein paar Sekunden lang. Dass das Gefühl zurückkehrt. So, wir müssen da eine blaue Kugel reinmachen. Was bedeutet, wir müssen die blaue Kugel da rausholen. Wie können wir denn die blaue Kugel da rausholen? War hier so besser ran? Nee. Ah, so. Ist wahrscheinlich geschummelt, aber egal. Also mir jetzt. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary.
The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Cutting the mustard. Den Senf schneiden. Ich habe nicht den Senf geschnitten. Hat er gesagt. Also er hat nicht den Senf geschnitten. Schon wieder in diese... Okay. Wir brauchen jetzt noch eine Energiecola. Da. Aber die brauchen wir da drin. Wir gucken mal, was da... Und da auch rein? Nee, Okay, warte. Der Aufzug geht hoch und runter. Aber warum? Wir gehen mal gucken, was da ist. Aha. Oh, okay. Ich hätte gehofft, wir könnten das hier austauschen. Das kommt natürlich auch nicht da hoch. Dann müssten wir das die Treppe hier hochtragen. Ah, okay. Wir müssen... Das wären das unten... Also irgendwie die Tür öffnen. Aber wie öffnen wir... Die Tür öffnen wir... Ah, Mano, wie denn? Na, das ist ja jetzt... Das ist doch total bescheuert. Wir müssen das hier machen, damit sich die Tür öffnet, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Kommt dann da rum und öffnet die Tür, genau. Wir müssen hier was reinmachen, damit sich die Tür öffnet. Und da müssten wir eigentlich theoretisch das da reinmachen, damit sich die Tür da öffnet, damit wir den Block, den wir da oben brauchen, da auch reinlegen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich komme von hier aus auch nicht an das Ding ran. Kann ja nicht durchs Glas machen. Nee, wir können ja auch, da oben ist ja klar, wir können ja sowieso den Cube gar nicht hier. Wir müssten uns dann nach oben bewegen, sozusagen. Aber wie... Kriegen wir hier Energie rein? Na gut, damit befassen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Lasst es euch gut gehen und bis denne denn. Bye, bye.